Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovje. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Day and Night Sniper mit Rosi Teil 8. Heute haben wir ein Kampfgespräch Schießen auf 600 Meter. Nächste Übung ist die Zielanspracheübung. Wir haben jetzt auf 100 Meter verschiedene Fotos. Beispiel, geradeaus 400, Weißes Haus, rechts davon Schütze. Ziel erkannt oder ihr gebt dann da unter der Doppelast oder was auch immer ihr als Bestätigung gibt. Oder geradeaus 400, Hochsitz, links davor Schütze, den über den Büschen oder über den Blumen. Anhänger, links davor, Zaun, Mitte, Schütze, eine dunkle Stange als Bestätigung. So zum Beispiel. Wie wir das jetzt gleich trainieren werden. Ihr habt den Beobachter und den Schützen. Der Beobachter gibt die Zielansprache, der Schütze bestätigt, es sei denn, ist glasklar. Zum Beispiel Kugelbaum da unter, da gibt es keine Bestätigung, da ist nur einer. Ne? Das ist glasklar. Aber wenn man sagt, Zaun, dort Schütze, dann zum Beispiel links von Anhänger, rechts von Anhänger. Einfach nur als Bestätigung, dass das 100% klar ist. Die Anmoderation war wahrscheinlich nicht ganz richtig, Rosi. Ne? Wir haben ein Kampfgespräch, sondern es geht um das Thema Kampfgespräch und Schießen auf 600 Meter. Leg los. Okay, wenn wir über Kampfgespräch sprechen, ich mache wieder mal ein Beispiel jetzt aus dem Einsatz. Wir wurden alarmiert. Ne? Bei Nacht waren wir draußen, tags sind wir in irgendein Camp oder irgendein OP von den Fallschirmjägern. Dann haben wir da über Tag geschlafen, nachts sind wir wieder raus und dann kommt es, wie es kommen sollte. Wir waren gerade in der Ruhephase, Taliban greifen an, sind wir alarmiert worden. Und dann schnappen wir natürlich raus aus dem Bettchen, also aus dem Feldbett, aus dem Schlafsack gekrochen, dann hin und dann geht es natürlich darum, Kampfgespräch durchzuführen. Und zwar vor dem Schuss schon. Das heißt, man hat ein Gelände vor sich und das teilen wir schon mal auf. Ja? Meier, deine Grenze, linker Kugelbaum. Rechte Grenze der Dreiecksbaum. Meine Grenze ist das große Loch und rechts der Hügel. So, das heißt, wir haben das jetzt überschnitten. Wir haben also ein großes Gebiet, was wir uns zu zweit aufgeteilt haben. Danach, wenn das denn soweit ist, dann gibt man vielleicht mal einen taktischen Hinweis. So war es dann auch zufällig live. Meier, pass auf. Siehst du den Durchbruch im Busch? Dahinter ist es hell. Ja, habe ich. Wenn es dunkel wird, ist da irgendeiner hingekrochen. Ja? Erhöhte Aufmerksamkeit, prägte das Gelände ein und gut ist. Das habe ich nicht mehr gesagt, das mache ich in der Ausbildung. Ja, aber da nochmal ein Hinweis, was einem helfen kann. Auf die Entfernung fangen wir schon an, unser Zielfernrohr einzustellen. Mein Spotter auch, hat dann eingerichtet, hat sein Sturmgewehr genommen. Ich habe meinen 22er gehabt und dann wartet man. Ende vom Lied bei diesem Einsatz war dann, Taliban haben irgendwann festgestellt, machen wir doch lieber nicht mit den wahnsinnigen Fallis und sind dann wieder abgehauen. Nichtsdestotrotz, sowas kann ein Kampfgespräch sein. Ne? Wir haben uns unmittelbar vor dem Einsatz abgesprochen, damit, wenn es dann losgeht, dass wir dann halt direkt arbeiten können. Das A und O ist, dass wir mit einer Sprache sprechen. Ne? Im Kommando habe ich da unheimlich viel Wert gelegt. Wenn da ein falsches Wort war, bin ich direkt ins Gehirn gesprungen. Also für Fürsorge war ich auch da nicht bekannt. Aber alle Kommandos haben mit gleicher Sprache gesprochen. Jetzt sagt man, das Mindeste, die Scharfschützen in einer Kompanie müssen mit gleicher Sprache sprechen. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, ich habe eine Zielansprache. Na? Und ich habe mal was dargestellt, das ist Oldschool Bundeswehr, ist immer noch aktuell. Ereza. Einheit, also Meier, Richtung 12 Uhr, Entfernung 400, Ziel MG-Schütze, Ausführung. Dann zum Beispiel feuerfrei. Feuerfrei heißt, der Schütze schießt, wenn das in seinen Schießrhythmus gut reinpasst. Wenn ich Feuer kommandiere, und ich lasse ein bisschen MG-Schütze,
Feuer. Dann erwarte ich, dass es innerhalb von einer Sekunde, dass er getroffen wird. Unmittelbar nach dem Kommando. Genau. Oder ich kann aber auch kommandieren bei Ausführung Zielmitte. Das ist jetzt der Haltepunkt, den er wählt. So, in der Sniperei machen wir das so. Wir müssen ja jetzt auf weite Entfernung schießen. Und das heißt, ich als Spotter habe viel mehr zu tun. Wir sagen auch, der Scharfschütze schießt, der Spotter trifft. Ist ja klar, wenn ich ihm jetzt falsche Klickwerte gebe, der wird niemals treffen. Wenn es Olympiasieger ist, wird er daneben schießen. Das heißt, ich gehe hin, geradeaus 600. Dann arbeite ich das Ding durch. Dann kriegt er bei 400 auch nochmal die Klickwerte. 34 Klick, Höhe, 3 Klick nach rechts. Die ganze Zeit kann sich natürlich der Wind ändern. Jetzt geht er Zielmitte. Das heißt, der Schütze visiert an, Zielmitte. Und dann kriegt er von mir zum Beispiel Feuer. Oder aber, ich kommandiere ihn schon mal Zielmitte und dann schaue ich mir nochmal den Wind an. Jetzt wird er stärker. 25 rechts, damit meine ich 25 cm rechts. Favor und Hold würde es bei den Amerikanern heißen. 25 heißt, Körperbreite eines Menschen ist 50 cm, 25 ist also dann wegen dem Wind die Zielkante. So, jetzt kannst du dich wieder ändern. Er meldet, fertig. Wind ändert sich, Zielmitte, fertig, Feuer. So, und das muss irgendwann ganz natürlich sein. Er kann nicht einfach losschießen. Ne? Ich sage ihm Zielmitte, ich schaue nochmal nach dem Wind und er schießt. Dann sehe ich kein Trace, keine Trefferbeobachtung. Also es geht das ist, wenn er nicht trifft, ein verlorener Schuss. Wenn er daneben schießt und ich kann den Schuss auswerten, dann ist mein schneller zweiter Schuss natürlich dann der Treffer. Und das heißt, wenn wir jetzt nicht gut kommunizieren, geht es in die Hose. Oder aber, er kriegt ja von mir eine Korrektur. Er kriegt nochmal einen Hinweis. Fehler. 25 rechts. Dann will er nur wissen, schon mal, oh fuck, daneben geschossen. 25 rechts. Er hat da ganz knapp am Ärmel vorbeigeschossen. 25 rechts und dann treffe ich. Oder ich gebe ihm 30 rechts in Zentimeter. Oder in Klicks, dauert lange. Oder aber in Strich. Na, wenn ich also auch ein gutes Absehen habe, kann ich ihm gleich die Korrektur, mit denen, da ist ja ein Strichbild drin. Das zeige ich gleich nochmal. Strichbild drin, dann kriegt er von mir die Korrektur. Aber das Entscheidende ist, Zielmitte, fertig. So, und jetzt bin ich am Gucken. So, und damit er weiß, dass ich noch da bin, haue ich einfach nach ein paar Sekunden nochmal Zielmitte. Dann hat er was zu tun, auch kopfmäßig. Wir sind noch bei, ja, ich bin ja drin. Nein, sowas wollen wir gar nicht hören. Ne? Einfach Zielmitte. So, Wind nochmal, Wind. Alles ist fein. Zielmitte, fertig. Feuer. So, wenn ich jetzt rangehe, ich mache mal einen kalten. Zielmitte, fertig. Zielmitte, fertig. 25 rechts, fertig. Feuer. Ne, das soll dann entweder so sein oder aber, wenn wir an die 1 Sekunde gehen, Zielmitte, fertig, Feuer. Das wäre auch noch ein guter Schuss. So, was wir dann machen müssen ist, ich muss ja wissen, wenn ich korrigieren will, ob er wirklich gut abgekommen ist. Ja. Das Abkommen heißt, wohin hat mein Zielfernrohr wirklich gezeigt, als der Schuss brach? Na, früher hat man gesagt, durchs Feuer blicken und das ist richtig. Wenn ich jetzt also, simuliere das mal ein bisschen. Wenn ich also jetzt Zielmitte, und ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, fertig, Feuer. So, das war jetzt ein bisschen arg viel. Dann ist der Schuss gebrochen, irgendwo, wo das Absehen sich nach links bewegt hat. Und ich bin nicht gut abgekommen, ich bin schlecht abgekommen, weil ich jetzt gerissen oder gemuckt habe. Dann muss mein Spotter das natürlich wissen. Selbst wenn ich einen Treffer habe, bin ich ja schlecht abgekommen. Und das heißt, gerade beim Training, im scharfen Einsatz ist der Schuss raus. Und wenn ich getroffen habe, sind alle zufrieden, obwohl es ein Kackschuss war. Aber im Training ist ja so, dass ich mir den Wind einpräge, Zielmitte, die Klicks muss ich mir halt merken. Ich habe meine Karte, zeige ich euch später. Habe meine entsprechende Korrektur und er schießt. Ich sehe den Trace. Und ich präge mir ein, welchen Wind haben wir jetzt mit dieser Auswirkung. Das heißt, der nächste Schuss, wenn er einen Fehlschuss hat und gut abgekommen ist, heißt dann natürlich zum Beispiel, ich bin ganz knapp links vorbei, 30 rechts,
fertig, Feuer. Dann wird der zweite Schuss, wenn ich mit gleichem Wind, wenn ich schnell genug bin, mit gleichem Wind schieße, werde ich auf jeden Fall treffen. Was soll da noch sein? Ja. Heißt also, diese Kommunikation, das Arbeiten, fertig, Feuer, werden wir im Video oder haben es schon gesehen, darum geht's. Frage als ungedienter Zivilist. Spotter, Scharfschütze. Ja. Durchlaufen die beide die gleiche Ausbildung? Also ist der Spotter ein genau gleichwertiger Scharfschütze oder stellt man fest schon in der Ausbildung, okay, der hat mehr Talent, der wird primär der Scharfschütze sein und der andere eher der Spotter, aber dass die sich auch ergänzen können? Oder wie? Also wenn wir jetzt an die Termini gehen, dann habe ich Sniper und Spotter oder Scharfschütze und Beobachter. Beide lernen das Gleiche. Im Kommando haben wir es so gemacht, aber eigentlich gehört das überall so. Du machst ja irgendwann Prüfungsschießen. So. Ich schieße jetzt meine Übung als Schütze und als Spotter. Danach wechseln wir. Dann schießt der alte Spotter und der Sniper schießt. Beide Punkte zusammen durch 2 ist das, was du hast. Beide Punkte. Nochmal. Ich schieße jetzt zum Beispiel 200 Meter, 100 Ringe. Ja. Dann wechseln wir. Und ich schieße 50 Ringe. Beides zusammen, 150 Ringe durch 2, also 75 Ringe haben wir beide. Der Schütze schießt, der Beobachter trifft. Das heißt, wenn er mir jetzt, obwohl ich der perfekte Schütze bin, falsche Klickwerte gibt durch den Wind nicht richtig lesen kann, das Team ist das Team. Das heißt, es werden immer beide gleich ausgebildet. Okay. Und das gilt für alle Übungen. Check. Beim Final Shot ist das so, wenn man clever ist, dann nimmt man die in der besten Funktion sind. Final Shot heißt eine Annäherung, 24 Stunden, 48 Stunden und dann gleiten die rein und dann im Morgengrauen, in Deutschland machen wir es so, im Morgengrauen, Montag ist irgendwann Schießbeginn. Die haben schon ihre Munition, aber dann dürfen sie erst fertig laden und dann machen sie ihr Schüsschen, obwohl sie erschöpft sind, durchgefroren. Und das Ding ist genauso hochwertig, der Final Shot, wie jede Schießübung, wo zig Schüsse sind. Also alle 4 Schießübungen, die wir haben, Final Shot ist das Gleiche, weil da ist dann auch das, bin ich dann immer noch unter dieser Belastung genauso einsatzfähig, wie wenn ich in Ruhe schieße. Ja. Nochmal kurz Zusammenfassung, Beobachter und Schütze, beide müssen beides können. Wieder, das tut mir jetzt leid. Mit meinem Beobachter, wir haben dann auch trainiert auf der Höhe 92. Na, er hat mit meiner Kanone, ich habe mein eigenes Zielfernrohr, habe ich glaube ich gesagt, montiert und angeschossen. Bis 1000 Meter haben wir dann durchtrainiert. Er auch mit meiner Kanone. Ich war der erste Schütze und dann irgendwann haben wir gewechselt. Ne? Einfach hoch, über ihn rübergreifen, er gleitet unter durch, das ging da halt gut. Ne? Haben wir kaum Bewegung von vorne, die zu sehen war. Unsere Rückensicherung war ein Hauptfeldwebel, der hing dann damals ein 36, hat auf uns aufgepasst. Da musste er halt alleine die ganze Zeit wach sein und wir haben uns dann abgelöst. Sodass, wenn irgendwas passiert, wir beide topfit sind. Ne? Also einer ruht, heißt nicht, dass wir da einen Tiefschlaf haben, aber ruhen, entspannen, Augen entspannen und dann wechseln wir durch. Das haben wir ein paar Mal gemacht, deswegen waren wir immer die ganze Nacht einsatzbereit. Sehr, sehr spannend. Also gerade auch jetzt für unsere Zuschauer mal so ein bisschen Background auch zu bekommen, wie das Zusammenspiel funktioniert, die jetzt vielleicht nicht bei der Bundeswehr waren. Und was, denke ich, dir auch ein wichtiger Auftrag ist, deswegen bist du auch Ausbilder, ist auch Nachwuchs zu generieren. Die Bundeswehr kränkelt, wissen wir beide. Ja? Und wäre toll, wenn natürlich gerade auch in dem Bereich noch was nachkommt. Ne? Ja. Stimmst du mir zu? Auf jeden Fall. Aber nochmal, der Weg ist nicht der kurze. Wenn man jetzt sich die Videos anguckt, ich will Scharfschütze werden. Nee, aber zumindest mein Interesse wächst für die Bundeswehr. Aber der Weg dahin ist halt locker 2 Jahre. Ne? Ja. Ich muss erstmal die Grundausbildung schaffen, danach bin ich in der Spezialgrundausbildung, die muss ich auch noch schaffen und danach irgendwann mache ich eine Eignungsfeststellung für die Sniperei. Dann habe ich das und gehe natürlich zu den Scharfschützen bei den Fallschirmjägern, nicht irgendwo hin. Und ja, wir sind aber ganz schön verspannt, wobei ich gehört habe, die Gebirgstruppe ist auch gut. Na? Die waren auch im Zweiten Weltkrieg gut. Ich denke mal, ich hoffe mal, die sind genauso gut. So, und dann sind sie irgendwann so bereit. Die trainieren erstmal in der Kompanie und dann werden sie auf den Lehrgang geschickt. Und das ist eigentlich nur noch Prüfungsschießen. Aber nochmal, der Weg ist niemals vor der Spezialgrundausbildung. Ne? Im Kommando darf keiner Scharfschützen werden, wenn er nicht seine gesamte Ausbildung hinter sich hat, Erfahrung als Soldat. Erst dann darf er. Ist auch richtig so. Ja, er muss nicht so wie in der Politik, wo man einfach Verteidigungsminister wird als. Was war da vorher? Nichts? Ja, hätte ich aber andere Beispiele, die viel extremer sind. Ne? Ja, hau raus. Ja, ein Buchautor. Ein Kinderbuchautor? Ja. Das ist von sich aus, vom Gelernten natürlich nicht unbedingt ein ja, Minister. Nee, aber so sollte es sein.
Genau. Ne, Finde ich gut. Ja. Ich möchte aber trotzdem noch mal was zeigen. Es geht immer um das Thema wirklich gutes Training. Und für mich ist gutes Training auch natürlich das richtige Scheibenmaterial. Wir haben bei der Bundeswehr die MG-Scheiben. Die ganz normalen MG-Scheiben sind gemalt. Ich weiß nicht, 70er Jahre und hat überhaupt nichts mit der heutigen Zeit. Einige Einheiten haben dann festgestellt, das ist nicht unser Leben. Deswegen gab es da die Scharfschützen- und MG-Scheiben. Das heißt, die gleiche Idee wie früher. Das hat sich dann weiterentwickelt und das hier sind jetzt reine Scharfschützenscheiben. Das ist jetzt gerade Endstate, was wir haben. Das heißt, wir können hier eine sehr, sehr gute Zielansprache machen. Die Zielanspracheübung mit dieser Scheibe ist für Scharfschützen 100 Meter, für die Marksmen 50 Meter und die G36-Schützen müssen das ja auch können. Die trainieren das auf 25 Meter. Und das ist gar nicht so einfach. Nehmen wir das Beispiel. Es gibt davon 3 verschiedene Zielscheiben. Die werden zusammengefügt. Ne, jetzt habe ich da noch eine und da noch eine. Nehmen wir an, das ist die mittlere. Nee, das ist die mittlere. So, dann würde ich zum Beispiel in der Zielansprache, Meier, geradeaus, weil es die mittlere ist, oder halb links oder halb rechts. Ich könnte sagen 12 Uhr, 11 Uhr, 1 Uhr. Einfach, dass ich von der Termini, dass das irgendwann natürlich wird. Geradeaus 400. Trecker. Rechts davon Schütze. Wenn das glasklar ist, gibt es gar keine Bestätigung. Wenn ich jetzt aber sage, geradeaus 400, Zaun, dort MG-Schütze, dann habe ich ja hier einen Schütze und da einen Schütze. Dann mache ich eine Bestätigung, zum Beispiel der Schütze dann rechts von den Tannenbäumen oder Spitzbäumen oder ja, was auch immer. Oder der am hellen Flock. Und dann wissen beide, dieses Ziel ist gemeint. Richtig. Zielmitte, fertig, Feuer. So, was wir machen, der eine Schütze zum Beispiel hat seine Ziele, das sind insgesamt 12, 6 Ziele, die prägt er sich ein. Und dann kommt der andere, muss halt wissen, welche er schon beschossen hat, dass die dann das kriegen. Ne, 12 Schuss, 6 Ziele, dann machen wir 2 Runden, dann wissen wir auch, das haut hin. Oder aber, das ist meine Lieblingsübung, der 120-Sekunden-Drill. Die kriegen 6 Ziele gezeigt von allen, prägen sich ein, wo die 6 Ziele sind. Dazu kriegen die steht dann da mit seiner Stoppuhr, 120 Sekunden. Nach 120 Sekunden, go, go, go! Dann laufen die zu ihren Schützen, machen dann ihre Zielansprache. Na, da haben wir jetzt so viele Ziele, dass wir damit arbeiten können. Also eine hervorragende Zielscheibe für einen Einsatz. Wir sehen auch, es gibt sehr leichte Ziele. Das Ziel mit einem ordentlichen Zielfernrohr ist super leicht, aber wir haben auch solche Ziele, die so ein bisschen mit der Kontur verschwimmen. Bei anderen haben wir auch welche, die dann im Busch sind. Ja. Macht die Sache ein bisschen schwerer. Aber überhaupt erstmal in der Lage zu sein, sich 6 Ziele zu merken mit einer vernünftigen Zielansprache, dass man damit übt. Und diese Zielscheibe, das hatte die MG-Scheibe noch nicht. Wir haben hier einmal die Ringe, die notwendig sind, um überhaupt eine Streuung zu definieren. Wenn das hier ein Schüsschen ist, dahin, dann ist das ja nicht automatisch ein schlechter Schuss, je nachdem, welche Waffe ich habe. Ja. Deswegen haben wir da so kleine Ringe gemacht. Und ich kann natürlich auch hier simuliert Long Range schießen. Das Einzige, wo ich ein bisschen Kunstgriff machen muss, ihr seht, hier sind auch Zentimeter. Wenn ich also jetzt hier kommandiere, dieses Ziel, so und so viel Klick, zum Beispiel ein 300 Meter Ziel, 11 Klick hoch, dann müsste der Treffer von der Zielmitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, wenn ich auf das Ziel schieße, müsste für dieses Ziel 11 cm hoch sein. Das muss ich dann ein bisschen ausarbeiten als Ausbilder, dass ich mir vorher vernünftige Ziele darstelle. Ich könnte auch arbeiten mit simulierten Flaggen, dass ich einmal hier so eine, kein Wind, wie auch immer. Da kann man eine ganze Menge machen. Ich könnte jetzt arbeiten mit einer Zielverteilung, wenn ich jetzt mit normalen 36er Schützen. Das heißt, ich mache einen Feuerüberfall auf verschiedene Ziele und danach eine Feuerzusammenfassung auf dieses Auto oder ich schneide mir einen LKW oder einen Jeep aus. Also eine Feuerzusammenfassung. Erst fange ich an mit Feuerüberfall, schieße nochmal Wirkungsfeuer, 2 hinterher, danach Feuerzusammenfassung auf dieses Ziel. Mit so einer Zielscheibe kann man eine Menge machen, was praxisnah ist. Sehr cool. Obwohl wir das auf der Standortschießanlage machen. Ja. Wie gesagt, ich trainiere das 100 Meter für die Scharfschützen, 50 Meter für die Marksmen, 25 für die Gewehrschützen. Und so kann man die gleiche Zielscheibe zum scharfen Schuss nehmen, aber auch zum Trockentraining. Ist klar, wenn ich einen Laser justiert habe, dann kann ich genau sehen, ob er das begriffen hat. Ja. Gucke ich einfach, wo das Laserlichtmodul hin zeigt. Ja,
Das wollte ich auf jeden Fall noch mal zeigen, weil das ist jetzt brandneu. Die sind erst dieses Jahr fertig geworden, die Zielscheiben, haben sich jetzt auch bewährt. Ist eine Kauflösung. Ja, super. Und meiner Meinung nach ist das nicht nur für Scharfschützen, sondern auch für Bretschützen. Denn auch da gibt es Einsätze genügend, Übergaben im Wald oder so. Auch da muss man eventuell mal eine vernünftige Zielansprache machen. Ja. Und der Führer muss auch kommunizieren. Kleine Sache noch zur Geländetaufe. Wenn ich jetzt mit dem Regiment unterwegs bin, na, dann ist der Regimentskommandeur und der sagt dann hier Atomkraftwerk, Autobahnkreuzung. So. Alle im Regiment wissen, das Ding heißt Atomkraftwerk, das Ding heißt Autobahnkreuzung. Dann geht das runter zum Kompaniechef. Der hat jetzt seinen Sektor, ein paar Kilometer, 2 Kilometer zum Beispiel. Oder auch viel weniger. So, und innerhalb seines Sektors legt er Wert drauf auf, das Ding heißt Landstraße und das Ding heißt Kirche und das Ding heißt, was weiß ich hier, der Teich. Nur das Ding heißt Teich. Das geht jetzt zu den Zugführern. Das heißt, der Zugführer muss sich einprägen, das Ding heißt Atomkraftwerk, Autobahnkreuzung, Teich, Bundesstraße, Kirche. Jetzt geht das runter zum Zugführer. Der sagt in seinen Sektor, er muss sich natürlich an die anderen Sachen halten. Und dann sagt er in seinen Sektor. Jetzt kommen wir noch weiter rum. Die müssen alle, da ist kein Atomkraftwerk mehr, aber das, was bei mir drin ist, die muss er behalten. Und das geht runter bis zum Scharfschützenteam. Die von der Geländetaufe, die Punkte, die festgelegt sind, die muss er einhalten. Aber in diesem Teil wird das vielleicht nur das Redhaus sein. Und alles andere kann ich jetzt selber sagen, das Ding nenne ich Windmühle, das Ding nenne ich Trecker, wenn er fahrbereit ist, vielleicht auch nicht, weil er wegfährt. Aber Metallzaun, Holzzaun zum Beispiel. Und schon spreche ich eine Sprache. Spannend, mega. Ja. Richtig gut. Und eigentlich auch logisch. Ne? Taktik und Schießtechnik muss logisch sein. Wenn Taktik unlogisch ist, ist automatisch falsch. Oder es ist ein doofer Soldat oder Beamte. Ne? Aber wenn er normal intelligent ist, muss das alles logisch sein. Wenn es unlogisch ist, falsch. Man kann das so machen, man kann das so machen, aber so läuft das halt. Gut. Das war ein sehr schönes Kampfgespräch über das Kampfgespräch. Gut. Kann man mal so definieren, oder? Darf ich mir das aneignen, dass das jetzt ein Kampfgespräch zwischen uns sein? Solange das nicht mehr wird. Man nähert sich dann den Hüftwurf. Das wollen wir nicht riskieren. Aber ansonsten ist das ich glaube, das würden unsere Zuschauer sehr, sehr gerne mal sehen. Wir können ja mal irgendwann eine Serie machen über deine Nahkampftechniken. Du hast bestimmt da auch was drauf. Ja. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und dann haust du mir mal so richtig auf die Fresse. Hast bestimmt auch Bock drauf, oder? Ich habe früher mal den ersten Dan in Karate gemacht. Ja. Den Schlag willst du nicht haben. Komm, das wäre bestimmt lustig. Wir fragen mal die Zuschauer, was sie dazu sagen. Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß jetzt schon, was sie antworten werden. Ja, wie schon gerade gesagt, in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt und andere Videos sehen wollt. Dann rein damit. Ansonsten alle Informationen und sonstigen Sachen, die ihr zu dieser Videoserie braucht, findet ihr in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch unsere Sponsoren, die diese ganze Serie hier möglich machen. Ja, unterstützt die, dann können wir auch weiteren tollen Inhalt für euch machen, so wie diesen hier. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovia.